meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute das Dessert überhaupt, und zwar, jeder von uns kennt Tiramisu und ich denke mal jeder oder fast jeder liebt Tiramisu. Also ich könnte mich da reinsetzen. Das ist einfach so lecker, dieser Geschmack aus Mascarpone, Quark, Kaffee, Amaretto. Also ich mag das total, und wenn man zum Italiener geht, da gehört das einfach mit dazu als Nachspeise. Ich möchte euch heute auch ein Tiramisu zeigen, und zwar ein Erdbeer-Tiramisu in Form einer Torte. Ja. Und dazu wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wir machen einen Löffelbiskuitboden und dazu brauchen wir eine halbe klitzekleine Tasse Espresso, das sollte kalt sein, 150 Gramm geschmolzene Butter, ebenfalls kalt, und 24 Löffelbiskuits. Ja, los geht's. Als allererstes müssen wir die Löffelbiskuits zerkleinern. Ihr könnt es in einem Gefrierbeutel machen, das mache ich eigentlich normal, aber ich hatte diesmal keine und deswegen habe ich meinen Zerkleinerer genommen. Einfach ein paar rein damit, ein bisschen kleiner machen, damit er sich leichter tut, und dann einfach volle Pulle durchmixen. Der kleine Nachteil bei so einem Mixer ist, das wird extrem fein und das mag ich eigentlich gar nicht so. Ich habe schon gern so Klumpen drin, aber okay, ist gut. Diesmal war nicht, also ist in Ordnung. Ja, das muss ich auf ein paar Mal machen, weil es waren ja doch ganz schön viele, und die kommen dann in eine Schüssel, also die gemahlenen Löffelbiskuits. Dann gebe ich meine geschmolzene Butter dazu, also sie sollte lauwarm sein. Heiß wäre jetzt nicht so toll, lauwarm, und ganz kalt geht eigentlich gar nicht, weil dann wäre sie ja wieder fest. Ne, also besser gesagt lauwarm. Die kommen da jetzt einfach mit hinein und dann wird das Ganze vermengt. Und dann kommt noch der Espresso dazu. Wer keinen Kaffee mag, lässt das jetzt weg. Das ist kein Muss, aber typisch für Tiramisu ist ja Kaffee. Und nicht die ganze, also Espresso ist immer so eine klitzekleine Tasse und da wirklich echt nur die Hälfte, weil wenn ihr zu viel reingibt, dann kann es passieren, dass dieser Boden zu matschig wird. Da hat dann nicht einmal mehr die Butter eine Chance, den Boden festzumachen. Also wirklich maximal die Hälfte von so einer kleinen Tasse Espresso. Das Ganze vermengen, dass richtig schick klumpig ist. Und dann habe ich hier meine Springform, die hat einen Durchmesser von 26 cm. Da gebe ich jetzt meinen Bröselteig hinein und drücke das Ganze mit einem Löffel fest. Geht ganz einfach. Da auch richtig schön klebrig ist, funktioniert das einwandfrei. Der darf jetzt nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit das alles ein bisschen fest wird. Und dann geht es weiter mit den Erdbeeren. Ich habe hier deutsche Erdbeeren, und zwar 500 Gramm. Die habe ich mir aus so einer, wir haben unten einen kleinen Stand, da gab es welche, und da habe ich mir eine Packung mitgenommen. Die müsst ihr waschen und das Grüne abschneiden. Und zwar so abschneiden, also nicht zu viel von einer Frucht, oder besser gesagt von einer Nuss, denn Erdbeere sind ja Nüsse, so abschneiden, dass sie einfach stehen bleibt. Und das macht man mit den ganzen Erdbeeren. Zum Schluss sah es dann so aus. Es waren richtig schöne, aromatische Erdbeeren. Dann geht es weiter mit unserer Creme. Dafür brauchen wir die typischen Mascarpone, ja, typischen Tiramisu-Zutaten. Und zwar brauchen wir 100 Gramm Zucker. Dann hatte ich hier 500 Gramm Magerquark, 500 Gramm Mascarpone, ein bisschen Vanillezucker. Hier ist jetzt nochmal der Zucker. Und dann habe ich noch etwas Sahne, und zwar ganze 200 Gramm. Dann braucht ihr noch einen Amaretto. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Amaretto-Sirup auch für diejenigen, die wo keinen Alkohol wollen, und halt eben den Amaretto mit Alkohol. Ich habe den mit Alkohol genommen, denn ich hatte da wirklich nicht mehr viel drin. Zum Trinken zu wenig, aber zum Backen eigentlich optimal. Wobei ich da auch noch beides gemischt habe. Ich habe dann noch ein bisschen, damit ich einen intensiveren Amaretto-Geschmack habe, noch von dem Sirup etwas dazugegeben. Ja, dann geht's los. Der Quark kommt natürlich ohne Becher in die Schüssel. Und da kommt dann auch noch die Mascarpone dazu. Die wollte natürlich nicht so schön rausflutschen wie der Quark. Die brauchte eine extra Einladung mit dem Teigschaber. Also einfach rausholen, und vom Teigschaber wollte sie auch nicht runter. Also muss der Rand herhalten von der Schüssel. Dazu ist er ja auch da, ne? Einfach alles rein damit.
Und dann geht es weiter mit dem Vanilleextrakt. Da musste ich echt kurz überlegen, ob das wirklich das Vanilleextrakt war oder schon der Amaretto. Aber der Amaretto wäre ein bisschen flüssiger. Nein, es war es Vanilleextrakt. Das kommt dann mit hinein und dann alles schön vermengen. Natürlich den Zucker noch, das habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt. Der Zucker kommt noch mit hinein und der Amaretto. Und dann natürlich Sahne. Das Tolle, ich schwärme ja jetzt mal davon, wer mich regelmäßig verfolgt, der wo regelmäßig meine Videos anschaut, der weiß, dass ich diese Art von Mascarpone-Creme total mag. Ihr müsst die Sahne vorher nicht steif schlagen. Ihr gebt sie einfach mit hinein. Hier seht ihr es jetzt. Das wird kurz flüssig. Jetzt schwimmt es ein bisschen. Und je länger ihr schlagt, umso cremiger wird es. Also man bekommt wirklich die Sahne in dieser Creme steif. Zwar nicht ganz so steif, wie wenn man nur Sahne steif schlägt, aber steif für eine ordentliche Tortencreme. Ja, dann habe ich jetzt meinen gekühlten Boden wieder. Jetzt brauche ich meine ganzen Erdbeeren und die stelle ich jetzt einfach im Kreis ringsherum in die Mitte. Lasst vom Rand so einen guten Zentimeter, wobei ich glaube, bei mir war das ein bisschen mehr, Platz. Und es ist genau aufgegangen, da passen genau 500 Gramm rein. Wobei, wenn man das Grüne abschneidet, dann sind es immer ganz 500 Gramm. Da kommt jetzt die Creme mit hinein, also einfach drauf und dann schön gleichmäßig verteilen. Was hilfreich ist, damit auch wirklich die Lücken geschlossen werden unter der Creme da, zwischen den Erdbeeren, die Form nehmen und auf die Arbeitsplatte klopfen. Schön ordentlich, weil dann geht die Creme in die Lücken hinein. Dann habt ihr eine lückenlose Tortencreme. Füllung. Die darf jetzt für gute 4 Stunden in den Kühlschrank, würde ich euch raten. Und danach sah meine Torte so aus. Jetzt brauche ich nochmal so gute, ich würde mal sagen 300 Gramm Löffelbiskuits. Das wäre mir der Name fast eingefallen. Und die müsst ihr jetzt halbieren. Also schaut, dass ihr gut die Hälfte erwischt und schneidet es vorsichtig durch. Also insgesamt hatte ich eine Löffelbiskuitpackung von 400 Gramm, also so eine große. Habe aber nicht alle gebraucht. Es ist aber immer gut, wenn man ein paar Reserven hat. Ja, bevor die jetzt an den Rand kommen, kommt zuerst der Kakao oben drüber. Das ist ja typisch fürs Tiramisu, dass oben drüber Kakao gesiebt wird, also ein Backkakao. Ich habe noch nie einen normalen genommen, weiß gar nicht, ob das geht. Ja, bestimmt. Ausprobieren. Und jetzt kommen meine halben Löffelbiskuits an den Rand. Einfach hinkleben, die kleben wunderbar. Wer es ein bisschen schöner haben möchte, weil meistens, wie man hier sehen kann, haben diese Löffelbiskuits so Löcher. Man kann auch oben die Spitze noch so schräg in Schokolade tauchen. Das hätte bestimmt auch schön ausgeschaut. Dann sieht das alles ein bisschen edler aus. Ja, das macht er jetzt ringsherum. Wer mag, kann noch einen Tortenring rumstellen und noch mal eine Stunde kalt stellen, damit das alles auch schon fest wird. Muss aber nicht sein. Bei Löffelbiskuit muss man sowieso aufpassen, dass die nicht zu viel Flüssigkeit aufnehmen, denn das geht ratzfatz und dann sind die total weich. Ja, und so sah das Ganze dann aus. Jetzt hatte ich hier einen kleinen Schnittfehler. Irgendwie finde ich 2 abgedrehte Videos nicht mehr. Die sind einfach verschwunden. Es fehlt eigentlich nur noch die Verzierung. Wie ihr sehen könnt, habe ich oben einfach nur noch ein paar Erdbeeren klein geschnitten, also halbiert und geviertelt und oben wild verteilt. Und das langt. Und so sah es dann aus. Und das war so lecker. Leute, ich empfehle es euch wirklich. Probiert es aus. Ihr könnt auch andere Kekse nehmen. Also es muss kein Löffelbiskuit sein. Aber probiert es aus. Das ist so lecker. Ja, das war jetzt das Rezept meiner Erdbeer-Tiramisu-Torte. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wer Tiramisu mag, der wird es lieben. Und ich finde es auch mal eine nette Abwechslung, das Tiramisu in einer Torte zu machen. Und diese Mascarpone-Sahne-Quark-Variante, da braucht man nicht einmal Gelatine. Das finde ich so genial und man hat so eine leckere Creme. Also wirklich, macht es nach. Einfach ausprobieren und ihr werdet sehen. Euch wird es genauso schmecken wie mir. Ja, das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.